Bernstein. Bernstein halte in sich die Sonne gefangen, heißt es. Vor fast 300 Jahren kam ein König auf die verrückte Idee, ein ganzes Zimmer damit auszukleiden. Das 8. Weltwunder wurde es genannt. Seit 50 Jahren ist es verschollen. Das Bernsteinzimmer. Zuletzt gesehen in Königsberg an der Ostsee. Als Deutschland am Ende des Krieges in Trümmer sank, ist auch das Bernsteinzimmer verbrannt. So behaupten viele. Wir aber sind davon überzeugt, dass das Wunder existiert, versteckt an einem geheimen Ort. Unsere Schatzsuche führt uns durch die Archive von Geheimdiensten, in vermauerte Stollen ehemaliger Bergwerke, in die Tiefen der Ostsee zu versunkenen Schiffen und in die Bunkeranlagen des Nazireiches. Ein Politthriller ohne Ende, der den heißen und den kalten Krieg überlebt hat. Das ist die Suche nach dem Bernsteinzimmer. Moskau. Hier residierten die letzten Eigentümer des Schatzes, die Zaren und ihre Nachfolger im Politbüro. Die Informationsblockade in der Ost-West-Konfrontation ließ Legende, Verdacht und Spekulation wachsen. Aber als der eiserne Vorhang sich hob, blieb das Bernsteinzimmer verschwunden. Und doch spricht vieles dafür, dass hier in Moskau der Schlüssel zur Lösung des Falles Bernsteinzimmer liegt. Die geheimnisvolle Geschichte beginnt am 18. Januar 1701 in Königsberg. Der Hohenzollernfürst Friedrich III. Krönt sich zum ersten König von Preußen. Kein großer Staatsmann, ein Spieler, ein Verschwender, verliebt in Kunst und Prunk und vernarrt in Bernstein. Die Ostseeküste vor Königsberg. Vor 50 Millionen Jahren überspülten die Fluten des Meeres das Land. Das Harz in den Nadelwäldern der Tertiärzeit wurde ausgewaschen, abgelagert und versteinerte unter dem Druck der Wasser und Erdmassen. Als Bernstein wurde es wieder nach oben geschwemmt. Hart wie Kristall und doch leicht wie eine Feder, wurde der Sonnenstein schon früh als Schmuck entdeckt. In allen Farbtönen, von Honiggelb bis Orangerot, kristallklar oder milchig trüb. Das Gold des Meeres. Nur die Prunksucht eines Potentaten konnte sich dazu versteigen, Bernstein als Tapete zu verschwenden. Und so gelangt der Sonnenstein, kunstvoll geschliffen, von Königsberg nach Berlin in das Stadtschloss. Die kahlen Wände des Tabakskollegiums, wo das königliche Küchenkabinett raucht, trinkt und philosophiert, werden vollständig mit Mosaiken aus Bernstein verkleidet. Dass dabei fast der Staatshaushalt kollabiert, interessiert nur am Rande. Es herrscht Preußens Gloria. Staatsbesucher aus aller Welt lockt es hierher, auch Zar Peter den Großen. Als der Russe aus Berlin abreist, ist er um einen berühmten Schatz reicher und entschlossen, seinen rückständigen Staat zu modernisieren. Wir tun, was wir tun müssen. St. Petersburg wird ein Ensemble reicher, verschwenderischer Architektur. Die Baumeister hat Peter der Große aus Deutschland, Frankreich und Italien geholt. Die Stadt des Zaren soll ein Fenster nach Westen werden. Seine eigenen Untertanen treibt er mit Peitschenhieben in die Stadt an der Njewa und lässt sie die Steine schleppen. Für St. Petersburg hat es sich bezahlt gemacht. Der Zar lässt sich gegenüber Friedrich Wilhelm nicht lumpen.
Als das Bernsteinzimmer auf die Reise geht, schickt er dem Preußenherrscher 55 lange Kerls für dessen Lieblingstruppe, die Garde. Unter militärischem Geleit trifft das Bernsteinzimmer in St. Petersburg ein. 1755 erhält es hier in Puschkin seinen Platz. Der vielbesuchte Raum im Zarenschloss hat heute leere Wände. Aber so ungefähr muss das Bernsteinzimmer einst auf seine Bewunderer gewirkt haben. Nur wenige leben noch, die das Bernsteinzimmer mit eigenen Augen gesehen haben. Ich habe Palais besichtigt und bewundert als eine traumhafte, ganz andere Welt, die märchenhaft erscheint und mit der in Berührung kommt, so selten, dass diese Berührung wie ein Feuer aussieht. Das war eine ganz wichtige Entdeckung für mich persönlich oder Stärkung meiner Neigung zu gewisser Erkenntnis. Es gibt was im Leben Besonderes Schönes. Diese Tatsache, dieses Staunen, das soll Bernstein, das kann man mit Bernstein machen, das hat, glaube ich, auch ein bisschen zu dem allgemeinen Mythos beigetragen. Wenn das aus irgendeinem Stein, den man kannte als Bekleidung von Wänden oder Fußböden, dann hätte man ja das nicht so bestaunt. Aber Bernstein, das war eigentlich unfasslich. Und was man alles damit machen kann für Effekte, das war ja wie Bilder, diese Medaillons. Der Raum für das Bernsteinzimmer in Puschkin ist wesentlich größer als der in Berlin. Mit zusätzlichen Schnitzereien und 24 venezianischen Spiegeln wird es meisterhaft erweitert. So etwas hatte die Welt noch nicht gesehen. »22. Juni 1941. Der Zweite Weltkrieg tobt. Hitlers Truppen überfallen die Sowjetunion. Tage lang wird St. Petersburg, das inzwischen Leningrad heißt, belagert. Keinem deutschen Soldaten gelingt es, einen Fuß über die Stadtgrenze zu setzen. Aber in die Vororte dringen sie ein, auch in Puschkin. Das Katharinenpalais liegt zwischen den Fronten. Eine russische Bombe zerreißt den großen Saal, deutscher Beschuss tut das Übrige. Aber wie durch ein Wunder bleibt das Bernsteinzimmer unversehrt. Als die deutschen Lanzer über verkohltes Mobiliar und eingestürzte Decken zum 8. Weltwunder vordringen, ist auch Hauptmann Hans Hunsdörfer dabei. Es war schon ziemlich viel abgerissen von den Wänden, sodass also auch die Spiegel zum Vorschein kamen. Und es kamen die auf Elfenbein gemalten Gemälde auch zum Vorschein. Und 2 Unteroffiziere habe ich davon jagen müssen, weil sie mit ihren Seitengewehren versucht haben, dort Souvenirs herauszuholen. Es bleibt nicht bei kleinen Souvenirs. Die größten Kunsträuber sitzen in der Etappe. Die Nazi-Führer möchten die deutschen Museen mit mehr als dem eigenen Monumentalkitsch füllen. Und als eifrigster Kunstliebhaber von allen gibt sich Adolf Hitler persönlich. Einer der brutalsten Vasallen Hitlers, Erich Koch, Gauleiter von Ostpreußen. Von diesem Mann wird das weitere Schicksal des Bernsteinzimmers abhängen. 14. Oktober 41, Katharinenpalais.
In 36 Stunden baut die SS die Bernstein-Vertäfelung ab und transportiert sie in 24 Kisten per LKW heim ins Reich. Geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen, sagt der Volksmund. Das Bernsteinzimmer bleibt in Küstennähe. Gauleiter Koch hat vorgesorgt. Schwer bewacht und als geheime Reichssache deklariert, geht der geraubte Schatz nach Königsberg, das heute, wer weiß wie lange noch, Kaliningrad heißt. Im Schloss wird das Bernsteinzimmer aufgestellt. Ein Teil jedenfalls, der Platz reicht nicht ganz. Südflügel, 3. Stock, Zimmer 37. Volksunterhaltung inmitten der Katastrophe des Krieges. In einer Zeitschrift schreibt der Direktor der Kunstsammlung im Königsberger Schloss, Alfred Rode, außer sich vor unverdientem Glück, das Bernsteinzimmer sei zurückgekehrt in des Wortes bester und tiefster Bedeutung in seine Heimat. August 1944. Bomber des britischen Air Force Generals Harris laden in 2 schweren Nachtangriffen ihre tödliche Fracht über Königsberg ab. Die Innenstadt sinkt in Trümmern. Auch das Schloss brennt fast vollständig nieder. Doch Direktor Rode ist ein vorsichtiger Mann. Er hat das Bernsteinzimmer in Kisten verpackt und im Keller verstaut. In der entscheidenden Frage widersprechen sich die beiden letzten noch lebenden Zeitzeugen. Dr. Rode und ich, wir waren einfach noch im Schloss und sahen uns den Schaden so an. Es war ja alles zerstört. Und bei dieser Gelegenheit sagte Dr. Rode nochmal zu mir so nebenbei, kann man sagen, Gott sei Dank, das Bernsteinzimmer ist ja erhalten geblieben. Dr. Rode war aschfahl, muss unmittelbar vor mir in den Schlosshof gekommen sein. Meine erste Frage war, na Herr Doktor, und das Bernsteinzimmer? Es ist alles hin. Nein, das stimmt nicht. Dass er das gesagt hat, ja, damit hat er aber nicht das Bernsteinzimmer speziell gemeint. Ne? Das war auch nicht dabei. Denn die Frau, wie man denn in der ersten Aufregung sagte, siehst du, es ist nichts übrig geblieben, ja, so ungefähr. Und das war ja nicht so. Also das stimmt auf keinen Fall. Unten in den Kellergewölben lag eine honigähnliche Masse, versehen mit ausgebranntem Holz. Und sagte, hier liegt das Bernsteinzimmer. Nein, das kann nicht sein. Wenn das geschmolzen wäre, da hätte man schon was erlebt. Das wäre uns auch aufgefallen. Warum gibt Rode im brennenden Königsberg so verwirrende Hinweise? Will er dem deutschen Volk die Zerstörung des Bernsteinzimmers verheimlichen? Darin läge wenig Sinn. Das ganze Reich von der Maas bis an die Memel fällt ja in Schutt und Asche. Plausibel dagegen scheint, dass der neue Aufenthaltsort geheim bleiben soll. Tatsache ist, Bernstein brennt und schmilzt bei ca. 375 Grad Celsius. Übrig bleibt keine honigartige Masse, sondern ein schwarz-grünliches Destillat, für chemische Laien kaum identifizierbar. Tatsache auch, seit dem Winter 44/45 ist Königsberg von der Roten Armee eingekesselt und steht unter pausenlosem Beschuss. Am 10. April 1945 geben die deutschen Truppen ihren Widerstand auf. Den sowjetischen Frontsoldaten folgen auf ihrem Marsch nach Westen Geheimdienstagenten und Kunstexperten. Auch Stalin schätzt den öffentlichen Flirt mit der Kunst. Doch als Mitglieder seiner Trophäenkommission im Königsberger Schloss nach dem Bernsteinzimmer suchen, finden sie nur noch Ramsch und ein paar Bilder. Ihre letzte Hoffnung? Direktor Rode. Er hatte, das wissen die Russen, die Kisten mit dem Bernsteinzimmer als letzter in seiner Obhut, im Hof oder Keller des Königsberger Schlosses.
Alfred Rode ist ein dienstbeflissener Mann, kein glühender Nazi, aber ein deutscher Beamter. Wochenlang wird Rode von den Sowjets verhört. Rode laviert, er spielt den Verwirrten, aber Rode will oder kann das Geheimnis des Bernsteinzimmers nicht lüften. Plötzlich ist Rode tot. Typhus heißt es. Doch unter seiner Grabplatte in Königsberg gibt es keine Leiche. Eine verschwundene Leiche und ein verschwundener Schatz. Die ostpreußische Hauptstadt ist der letzte bekannte Aufenthaltsort des Bernsteinzimmers. Ein Krimi beginnt, bei dem scheinbar ein unsichtbarer Dritter die Fäden zieht. Beteiligt Geheimdienste und Politiker, Massenmedien und Abenteurer aus aller Welt. Das heutige Kaliningrad ist nicht mehr Königsberg. Nur ein paar Ruinen der alten Stadt ragen aus dem realsozialistischen Neubaugrund. Hier, wo die russischen Kommunisten ihre Königsberger Hochhauszentrale planten, stand einst das Schloss. Hier beginnt die Jagd nach dem verlorenen Schatz. Es scheint, als habe sich das Bernsteinzimmer, das immerhin 24 große Kisten füllt, in Luft aufgelöst. Seit 1945 gibt es nur noch Spuren, die sich im Nichts verlieren. Wo aber ist es? Verbrannt, als britische Bomber Königsberg zerstörten? Versunken in der Ostsee, als es auf einem deutschen Schiff in den Westen gerettet werden sollte? Oder schaffte ein deutsches Spezialkommando die Kisten auf dem Landwege aus dem von Russen besetzten Ostpreußen rechtzeitig über Oder und Elbe hinweg nach Sachsen oder Thüringen, nach Weimar vielleicht, oder ins letzte unterirdische Führerhauptquartier im Jonastal? Oder kam es in das Gebiet von Göttingen, in die Stollen eines ehemaligen Bergwerks in Vollprihausen? Darauf hat jahrelang ein deutscher Forscher seine Suche konzentriert. 660 Meter tief in einem zugeschütteten Schacht des Kalibergwerks Wittekind hat er das Bernsteinzimmer vermutet. Er setzt Himmel und Erde in Bewegung, um den Schacht zu öffnen. Auch an den Bundeskanzler wendet er sich, vergebens. Georg Stein ist einer von vielen, die für das Bernsteinzimmer ihr Leben verloren. Zumindest ihren Verstand. Im August 1987 finden Spaziergänger in einem Wald in Bayern eine übel zugerichtete Leiche. Georg Stein, neben ihm Messer und Skalpell. Selbstmord, erklärt die Polizei. Auch der Staatssicherheitsdienst der DDR hat jahrzehntelang nach dem Bernsteinzimmer gesucht. Streng geheim. Da eine ganze Reihe von Dokumenten ausdrücklich darauf hinwiesen, auf Unterbringungsmöglichkeiten in Sachsen und in Thüringen, haben wir das als Verpflichtung angesehen, den Spuren nachzugehen, um entweder das Bernsteinzimmer auf dem Territorium der DDR zu finden oder nachzuweisen, dass es auf dem Gebiet der DDR nicht ist. Für die Öffentlichkeit hat es diese Aktion der Stasi nie gegeben. Aber die Geheimdienstakten über das Bernsteinzimmer füllen ganze Regalwände. Untergrundarbeit im Untergrund. Hunderte von stillgelegten Bergwerken, verschlossenen Stollen und Kellergewölben in der DDR werden durchwühlt. Die Maulwürfe der Stasi fühlen sich in ihrem Element. Geld fließt reichlich, aber die Spuren bleiben kalt. Je länger die Stasi sucht, desto mehr beschleicht sie der Verdacht, dass der imperialistische Klassenfeind ihr auch hier zuvorgekommen sein könnte. US-Truppen besetzen im Frühjahr 1945 auch weite Gebiete Mitteldeutschlands, die sie später zugunsten der sowjetischen Besatzer wieder räumen müssen. Mit ihnen gehen zahlreiche Kunstwerke, die die Deutschen unterirdisch gelagert hatten. Offiziell wird darüber Buch geführt. Doch welcher Amerikaner wird schon jede Putte aufschreiben, wenn alle Welt lästert, man habe einen Nachholbedarf in Sachen Kultur? Das Bernsteinzimmer also im Hobbykeller eines texanischen Ölmilliardärs?
Ernster zu nehmende Spuren führen immer wieder nach Moskau. In den Kellern der berüchtigten Lubjanka, der Zentrale des sowjetischen Geheimdienstes KGB, lagern tonnenweise Dokumente über menschliche Schicksale und politische Affären. Nur peu à peu erreichen sie das Licht der Öffentlichkeit. Es wird Heerscharen von Historikern erfordern und vor allem die Bereitschaft der heutigen und kommenden Machthaber in Moskau, den geheimen Archiven der einstigen Sowjetmacht die letzten Geheimnisse zu entreißen. Wo jahrzehntelang das Prinzip galt, dass möglichst niemand weiß, wo sich was befindet, werden nun, die Marktwirtschaft winkt, Gegenstände genauso wie Informationen meistbietend verhökert, ohne dass es jemand kontrollieren kann. Den Jägern nach dem Bernsteinzimmer versetzt Glasnost einen Dämpfer. Plötzlich findet sich das Tagebuch des russischen Kunstschutzoffiziers Alexander Brjusow, der am 10. Juni 1945 in Königsberg das Bernsteinzimmer gesehen haben will, verbrannt in der Schlossruine. Er schreibt: Wahrscheinlich war der von unseren Soldaten entfachte Brand der Grund dafür. Der angebliche Brand wird indes in Moskau von Anfang an nicht ernst genommen, vor allem nicht in der Geheimdienstspitze. Der langjährige Vizechef des KGB, Philipp Bobkow, ist jetzt bereit, sich zu äußern. Ich bin davon überzeugt, dass das Bernsteinzimmer nicht vernichtet worden ist. Ich glaube, dass es auf dem begrenzten Gebiet ist, das heute Kaliningrad heißt. Eine der größten Suchaktionen galt schon vor einigen Jahren einer ehemaligen Brauerei im Königsberger Stadtteil Ponat. Eine Zeugin gab an, sie habe beobachtet, wie die SS im Januar 1945 große Kisten im Eiskeller der Bierfabrik verstaut und die Eingänge gesprengt habe. Das 8. Weltwunder, eisgekühlt? Die Erwartungen sind hoch gespannt. Doch die Öffnung der verschlossenen Gänge endet enttäuschend. Im Stadtgebiet Königsberg wurden ca. 200 Objekte untersucht. In den letzten Kriegstagen gab es keine Möglichkeit, größere Sachen außerhalb der Stadtgrenze zu verstecken. Haben die Russen vor den vielen noch ungeprüften Hinweisen resigniert? Daran mag man glauben, denn hier in Puschkin sitzen seit 1980 Künstler an einer schwierigen Aufgabe. Sie rekonstruieren das Bernsteinzimmer. Der Auftrag kam aus dem Kreml. Wer die mühselige Kopiearbeit beobachtet, die sich an überlieferten Konstruktionszeichnungen orientiert, kann sich Perfektion und Umfang des Originals vorstellen. Doch im Unterschied zu ihren Vorgängern im 18. Jahrhundert mangelt es den Kunsthandwerkern von heute an Geld und Bernstein. Es ist zweifelhaft, ob das 8. Weltwunder, von dem nur ein einziges Farbfoto existiert, neu entstehen kann. Trotzdem geben die Restaurateure nicht auf. Vielleicht wollen sie einfach nur beweisen, dass auch sie das Handwerk beherrschen. Und so werden schon seit Jahren immer wieder ein und dieselben Teilstücke in den leeren Raum des Katharinenpalais geschleppt. Während in Puschkin die Arbeit an der Kopie stagniert, schlägt am 19. November 1991 eine Meldung der Robotscha Tribuna wie eine Bombe ein. Bernsteinzimmer gefunden. Zur gleichen Zeit ist Boris Jelzin auf Staatsbesuch in Deutschland. Ob er sagen könne, wo sich das Bernsteinzimmer befindet, wird er gefragt.
ли вы это сегодня немножко уточнить? Нет, не могу. Nein, ich kann das nicht präzisieren. Aber ich weiß, das kann ich bestätigen. Das darf bezweifelt werden. Dennoch löst Jelzins orakelhafter Spruch einen Goldrausch aus. Gerade haben die Russen im Jonastal bei Weimar infolge der deutschen Wiedervereinigung einen Truppenstützpunkt geräumt. Tausende von Schatzsuchern fallen über das Gelände her, das von zahllosen unterirdischen Gängen durchzogen ist. Der Berg hat Geschichte. Hier plante Hitler sein letztes Führerhauptquartier, Codename Olga. Als der Krieg verloren war, wurden die Eingänge des riesigen Bunkersystems von der SS gesprengt. Warum? Augenzeugen wollen gesehen haben, wie in den letzten Kriegstagen deutsche LKWs, getarnt als Schweizer Rotkreuzwagen, mit großen Kisten in die Stollen fuhren. Und angeblich gab es auch den Funkspruch eines SS-Sturmbannführers an das Reichssicherheitshauptamt: Aktion Bernsteinzimmer beendet, Sprengung erfolgt. Weißt du, was das ist? Was da was ist jetzt? Tatsächlich enthält das Labyrinth Vorrichtungen für eine provisorische Regierungszentrale, gebaut von Häftlingen aus dem benachbarten Konzentrationslager Buchenwald. Aber die tagelange Durchsuchung des Berges, in dem Hitler den Einsatz der letzten Wunderwaffen befehligen wollte, fördert keinerlei Spuren des Bernsteinzimmers zutage. Und außerdem kann man etwa 30 große Kisten quer durch Deutschland transportieren und alle Beteiligten auf Dauer zum Stillschweigen verpflichten. Zurück nach Ostpreußen, polnischer Teil. Kreisgefängnis Barczewo. Hier saß bis zu seinem Tode 1986 ein prominenter Gefangener, der es wissen musste. Jahrelang ist dieser Häftling immer wieder verhört worden. Sein Name Erich Koch, Ostpreußens Gauleiter. Barczewo-Gefängnis, Zelle 12. Danke, ist genügt. Herr Richter, wann wird volontiert? Verstehe Deutsch? Ja. Ich wiederhole das, was der Herr gesagt hat. Bitte? Ich bin bereit zu sprechen, ja, wenn Sie persönlich, ja, die Garantie übernehmen, ja, dass das, was ich sage, ja, nicht in die Öffentlichkeit, vor allen Dingen nicht im Fernsehen, aber auch das deutsche Fernsehen oder andere die Möglichkeit haben, das, was ich sage. Irgendwann in diesen Verhören sagt Koch, das Bernsteinzimmer sei auf ein deutsches Schiff verladen worden. Welches Schiff hat er gemeint? Habe ich Ihr Wort? Ja. 1937, Stapellauf. In Anwesenheit Hitlers wird ein dicker Pott getauft. Wilhelm Gustloff. Die Wilhelm Gustloff gehört zur Weißen Flotte der Nazi-Freizeitorganisation Kraft durch Freude. Mit der Kraft und der Freude ist es bald vorbei. Im Krieg wird die Wilhelm Gustloff umgerüstet. Erst zum Lazarettschiff, dann zum Flüchtlingstransporter. Als das Schiff zum letzten Mal beladen wurde, stand der Matrose Heinz Schön an der Reling. Am frühen Morgen, es war ja noch sehr dunkel, kamen also einige LKWs vorgefahren mit Kisten, die also ausgeladen und an Bord gebracht wurden. Wir wussten nicht, was in diesen Kisten war. Es gab also sehr viele Vermutungen, ob das noch Lehrmaterial ist oder ob das Lebensmittel sind oder ob es möglicherweise das Bernsteinzimmer ist. 30. Januar 1945, Gotenhafen nahe Danzig, 17 Grad unter Null. Die Gustloff nimmt Material und Menschen an Bord. Die Zeit drängt. 6000 Flüchtlinge wollen über die Ostsee nach Westen. Doch auf See lauert der Tod. In der Nacht finden 4 Torpedos des russischen U-Boots S-13 ihr Ziel.
5300 Menschen sterben in den eisigen Fluten der Ostsee. ...49 Jahre später, 20 Seemeilen vor Swinemünde. Auf der Seekarte ist die Wilhelm Gustloff zum Navigationshindernis Nummer 73 geworden. Ist das Bernsteinzimmer in den Fluten versunken, wie der Schatz der Nibelungen? Nach mehreren Tauchversuchen stellen wir fest, dass die angegebenen Koordinaten nicht mit der tatsächlichen Lage der Gustloff übereinstimmen. Doch wir unternehmen noch einen letzten Versuch. Schließlich werden die Taucher fündig. Der Name an der verrotteten Außenwand des Wracks löst Schauer aus. Wilhelm Gustloff. Im Inneren des Schiffes zeigt sich, dass hier schon andere gesucht haben. Doch Anhaltspunkte dafür, dass zwischen den sterblichen Überresten tausender Flüchtlinge jemals das Bernsteinzimmer gelegen haben könnte, gibt es nicht. Warum auch sollte Erich Koch seinen polnischen Vernehmern die Wahrheit gesagt haben? Allerdings hat Koch, immer wieder Gedächtnisschwächen simulierend, im Gefängnis noch etwas anderes ausgesagt. Wo ihr meine persönliche Kunstsammlung findet, dort ist auch das Bernsteinzimmer. Wurde das Weltwunder also doch nach Westen gebracht? Die Spur der Kunstsammlung Erich Kochs, die er aus dem Hab und Gut von KZ-Häftlingen und aus den Museen besetzter Gebiete zusammengerafft hatte, führt in die Hauptstadt der deutschen Klassik, nach Weimar. Der Heimatforscher Hans Stadelmann hat hier schon zu DDR-Zeiten wie besessen nach dem Bernsteinzimmer gesucht. Sein Hauptinteresse gilt den Bunkern unter dem ehemaligen Adolf-Hitler-Platz. Das ist hier der Platz des Führers selbst. Das sind diese Riesenanlagen. Wir sehen hier oben, das ist das Gauleitungsgebäude selbst. Hier unten ist das Haus der Gliederung. Es muss in diesen Räumen hier in Weimar die Einlagen vorgenommen worden sein. Eine amtliche Liste von 1945 beweist, dass ein Teil von Kochs Kunstsammlung in Weimar angekommen ist. Kaum jemand in der Stadt wusste, dass der gesamte Adolf-Hitler-Platz während des Krieges von KZ-Häftlingen mit riesigen Bunkern unterkellert wurde. In einem Teil des Komplexes, dem Keller des Weimarer Landesmuseums,
befand sich offenbar eine Zeit lang die Kochsche Sammlung. Auch das Bernsteinzimmer? Stadelmann ist davon überzeugt. Kommen Sie ruhig mit. Hier ist das Gewölbe. Hier in diesen Räumen haben diese geraubten Schätze von Koch eingelagert. Und wir vermuten auf die Aussagen von Koch, die er gemacht hat in polnischer Gefangenschaft, dort wo seine Kunstsammlung ist, wäre auch das Bernsteinzimmer. Es ist versteckt worden, wir haben es hier gehabt. Es war hier in Weimar. Es hat niemand etwas gefunden. Der Amerikaner kommt über den großen Teich und sucht das Bernsteinzimmer. Die Russen kommen von Russland und suchen das Bernsteinzimmer, wo es eigentlich ihnen gehört. Und wir suchen auch mit. Wer nichts sucht, kann auch nichts finden. Zu denen, die nicht suchen, will Hans Stadelmann nicht gehören. Aber gräbt er am richtigen Ort? In Thüringen und Sachsen gibt es noch Hunderte von unterirdischen Gängen, Kasematten und Bunkeranlagen, die bei Kriegsende verschlossen und seither nicht geöffnet wurden. Was sie verbergen, weiß niemand. Zwei Jahre lang sind wir allen erreichbaren Gerüchten, Spekulationen und Dokumenten nachgegangen. Am Ende führt die Jagd zurück von Thüringen an die Ostsee in die Gegend von Königsberg, wo das Bernsteinzimmer zuletzt gesehen wurde. Jeder Transport des Schatzes aus dem von Russen umschlossenen Gebiet und erst recht über Hunderte von Kilometern nach Westen hätte, wenn überhaupt durchführbar, irgendeine Spur hinterlassen müssen. Die neuesten Forschungen lassen den Schluss zu, dass Kochs Hinweis auf ein Schiff so falsch vielleicht nicht war. Aber wusste er auch, dass das Bernsteinzimmer im ostpreußischen Gotenhafen vielleicht nie eingetroffen ist? Heinz Schön, der den Untergang der Gustloff überlebte, erzählt uns eine Geschichte, die mit den jüngsten Erkenntnissen der russischen Sicherheitsorgane merkwürdig übereinstimmt. Es soll eine Einheit des Volkssturmes den Auftrag gehabt haben, mit einigen LKWs die Kisten mit dem Bernsteinzimmer auf ein Schiff zu bringen. Und unterwegs ist man in die Kriegslage gekommen. Das heißt, man hat also Schüsse gehört und wusste also, es ist also jetzt, die Front rückt also näher. Und man wollte es in keinem Fall zurückbringen und hat es dann also versenkt in einem Moor an der Bernsteinküste in der Nähe von Königsberg. Diese Version hat ihre völlige Berechtigung, zumal ich eine ähnliche Aussage gehört habe. Ich habe Informationen, dass LKWs aus Königsberg rausgefahren sind mit Kisten des Bernsteinzimmers Richtung Pillau. Pillau aber wurde bombardiert. Man hat die Kisten vorher ausgeladen. Из Кёнигсберга в сторону Пилау для погрузки интерной комнаты на транспортные суда. Но к этому Hier habe ich eine Karte mit dem Gebiet Pillau-Königsberg. Die Straße war abgeschnitten. Die sowjetischen Truppen waren schon in Großheidekrug. Deshalb hat man es schon in der Gegend von Medgetan ausgeladen. Якобы спрятано в районе Медгеттен. Es gibt Augenzeugen, die die Kisten mit dem Bernsteinzimmer zuletzt im Hof des Königsberger Schlosses gesehen haben wollen, fertig zum Abtransport. Vieles spricht dafür, dass der verlorene Schatz irgendwo zwischen Königsberg und der Ostsee sein bislang geheimes Versteck gefunden hat.
und die Leute, die beteiligt waren, sind in russische Gefangenschaft gekommen. Die sind also auf dem Rückweg von der Küste nach Königsberg aufgegriffen worden von einer sowjetischen Einheit und mitgenommen worden nach Russland. Und einer davon ist wiedergekommen. Und der hat es Ihnen erzählt? Jetzt erst kürzlich, bevor er starb. Müssen Sie etwas befürchten, wenn Sie diese neue Theorie veröffentlichen? Ja, ich meine doch, es ist gefährlich, weil es Leute gibt, es sind ja auch schon Leute umgekommen, die also nach dem Bernsteinzimmer gesucht haben. Haben Sie Angst? Eigentlich nicht, nein. Aber ich bin vorsichtig.